Das ist ein Wohnwagen, der ist wirklich nicht sehr lang. Das ist der Stefan. Ich grüße dich ganz herzlich, Stefan. Du bist der Pressechef von Knaus Tabbert. Das ist ein kurzer Wohnwagen, aber ich verspreche euch, er ist eigentlich um mindestens 40% länger. Nein, Sven, das ist sogar eine Weltsensation, weil er ist innen größer als außen. Auf 6,22 Meter hast du ein komplettes Wohnzimmer und wenn, und das ist der Clou, das Bett nicht sichtbar ist, dann hast du eine Blickachse und ein Wohnraumgefühl, als wärst du in einem 10-Meter-Karawan. Das ist wirklich so, dass dieser Grundriss, den gab es ja so oder so ähnlich schon von vielen anderen, muss ich sagen. Aber so oder so ähnlich, sage ich jetzt mal. Aber würde ich nicht sagen, Gutes kommt einem ja immer bekannt vor. Aber hier haben wir einfach eine Menge Innovationen reingepackt. Und das kannst du ganz kurz zusammenfassen in es klappt. Weil es klappt nicht nur das Bett, sondern es klappt auch das Waschbecken. Und insofern klappt hier alles. Es klappt auch der Herd, muss man sagen. Auch denn noch, ja, genau. Ihr habt einiges gemacht. Also ist es Folgendes passiert. Ich habe den dann gefilmt auf der Messe mit einem sehr, sehr schönen Partner aus Ida Oberstein. Will den Namen jetzt nicht nennen, aber dann haben wir das gefilmt. Und erst dann habe ich gesehen, dass ein Marktbegleiter einen ähnlichen Grundriss hatte. Erst danach und dachte mir, oh, guck mal da. Aber der war sehr, sehr konservativ. Wenn du hier reingehst, dann siehst du, ihr habt sehr, sehr schön mit den Formen, Farben und so weiter gearbeitet, um dieses Raumgefühl nochmal zu verstärken. Also wenn du siehst, auch außen klassisch, du hast hier keine Verblendungen, Verbreiterungen. Das Fahrzeug spricht für sich komplett, oder? Ja, man muss ja überlegen, Tabbert gibt es jetzt in diesem Jahr exakt 70 Jahre. 70 Jahre Erfahrung im Wohnwagenbau und Tabbert steht ja für Luxus, für schwere Qualität, ja, und natürlich auch ein bisschen für Wertetraditionalität. Hier beim Pep Pantiga und im Speziellen bei diesem 390 WD geht es darum, wir wollen auch die Jüngeren begeistern. Deswegen ist das Fahrzeug einfach ein bisschen noch frischer, ein bisschen moderner, heller, anders gestaltet. Und das siehst du ja auch in der Außengestaltung, eine relativ reduzierte Beklebung und ja eigentlich auch in weiß. Aber wenn du dann das Heck dir anschaust, auch wieder das typische Tabbert-Heck mit LED-Rückleuchten, mit Lauflicht, Wischblinker, ja, wie beim Pkw und ein frischer Schriftzug. Trotzdem alles da, die Tabbert-Nase da oben mit der Dachhinterlüftung, die ja stilprägend ist für das Fahrzeug. Und das Spannende ist innen drin. Also was mir gefällt, ist die Reduktion. Es sind die alten bekannten Werte, die immer da sind. Du hast also hier eine umlaufende Kederleiste, die ist da. Du hast natürlich hier Glattblech der höchsten Güte. Das sieht man hier wirklich. Also ihr fertigt ja diese Wagen wirklich schon ewig und so oder so ähnlich eigentlich schon immer. Du hast komplett hinterbelüftete Decken. Das ist also auch so ein Thema. Hier kann es keine Staunässe geben. Also wir haben ja auch 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie und Tabbert ist ja auch ein Fahrzeug, das, wir nennen sie Profi-Camper, von Menschen genutzt werden, die in dem Fahrzeug leben, weil sie Reisende sind, Schausteller zum Beispiel. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass so ein Fahrzeug anders gebaut sein muss, wenn es 52 Wochen im Jahr genutzt wird, als 3 Wochen. Und auch hier bei diesem Modell haben wir, typisch für uns im Unternehmen Knaus Tabbert, das sogenannte Service-Modul oder Service-Klappe auch, wo die wichtigen Bedienelemente dann dahinter sind und wo eben auch der Stauraum so ausgeprägt ist, dass auch Skier reinpassen, die Klappstühle. Guck mal, wie riesig das ist. Du kannst komplett durchladen, ja, wie genau. bei Morello. Auf der anderen Seite auch nochmal, das ist jetzt hier so eine kleine Serviceklappe, dass du zur anderen Seite ausladen kannst. Die größere ist auf der linken Seite. Echt? Ja. Das ist auch... Es war so früher gab es ja keine Serviceklappe. Wir kommen nicht ran, oder? Gar nicht rein. Okay, macht nichts. Wir machen mal eins, wir gehen mal rein. Und das Besondere ist, und du checkst mal gerade vorher, ob das Bett hochgeklappt ist. Ja? Bett ist oben? Ist oben, ja. Bett ist oben. So, und dann gehen wir rein und das Raumgefühl. Genau. Warte mal, ich gehe mal zu, mach mal zu. Das ist das Überragende. Du hast hier ein richtiges Apartment und du guckst jetzt nicht auf dein Schlafzimmer, sondern du bist im Wohnzimmer. Und du hast eine offene Küche. Das ist ein modernes Apartment. Wenn du jetzt nach rechts schwenkst, guckst du, hier haben wir das Waschbecken. Hier haben wir den Kocher. Und der Kocher, der hat noch eine Besonderheit. Hier haben wir nochmal ein zusätzliches Schneidbrett. Und der Kocher hat nochmal auch hier wieder, es klappt, ja. Ich kann also den Kocher einmal entriegeln. Dann kommt der raus, wenn ich es denn
hinbekomme. Warte mal, so. Da ist es. Also Da ist das heißt heißt dann ein Riegelknopf, eine Transportsicherung. Versehentlich rausrutscht. Den habe ich jetzt gerade nicht richtig betätigt. So, jetzt kann ich also den Kocher rausnehmen und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme ihn ganz raus. Ja, Ach, draußen? Ja, ich kann ihn rausnehmen und kann ihn draußen anklemmen. Dann kann ich Outdoor-Cooking machen sozusagen. Oder aber ich lasse ihn hier drin und koche eben Indoor. Beides geht und der Witz an der Sache ist, es ist ein Induktionskochfeld. Das heißt also, ich brauche hier gar kein Gas mehr für den Kocher. Und das macht es natürlich dann auch einfacher. Deswegen habe ich natürlich vorne im Gaskasten auch mehr Stauraum, weil ich gar nicht so große Gasflaschen brauche. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du das direkt komplett drauflegst. Das ist interessant. Wenn du es dauerhaft betreiben willst, kann man es hier oben ablegen. Genau, du das kannst ist, dieses ganze Teil hier anheben, da, und kannst das dann oben reinsetzen oder aber du nimmst als es Schublade eben mit benutzen. nach Haus. Genau. Das ist, ich meine, das sieht so simpel aus, aber gesehen habe ich das noch nie. Das ist halt einfach auch ein kleines Thema, ne? Gemacht von Campern für Campern. Jetzt entriegel ich hier wieder und kann es einfahren. Es rastet ein, ist damit sicher verstaut. Die Türen ziehen sowieso von alleine zu. Und jetzt muss man sich ja auch überlegen, jetzt ist das abgedeckt und schon sieht das ja auch gar nicht mehr wie eine Küche aus. Das ist ja auch der Hauptplatz. Ich komme rein, da ist die Tür. Jetzt habe ich meine Einkäufe in der Hand. Wo lege ich die hin? Ich kann die hier hinlegen, das ist möglich, ja. Oder ich lege sie hier hin. Ich habe Platz zum Ablegen. Genau. Ja, also ich sehe gar keine Küche und ich habe Platz zum Ablegen, zum Arbeiten, zum Entspannen. Und jetzt schau dir mal diesen Wohnraum an. Ich drehe mich mal ganz langsam. Weil der hat ja auch ganz, ganz viel zu bieten. Es gibt Stauraum natürlich unter den Sitzbänken. Es gibt die Vis-à-vis-Sitzgruppe. Und hier habe ich natürlich immer die Möglichkeit... Warte mal ganz kurz, Stefan, bevor du das machst, weil... das ist nur der Tisch. Ich weiß, aber ich will es mal zeigen ohne Tisch. Okay. Wenn du mal gerade dich mal da hinsetzt, So, ja. einfach mal hinsetzen. Und jetzt sitzen wir mal, auch mal ohne Tisch. Ja, muss man ein bisschen lauter reden, weil es so weit weg ist, ne? Aber ja, ganz anderes, völlig entspanntes Raumgefühl. Und jetzt schau dir mal die Stoffbespannung hier an. Das hat ja was ganz Kuscheliges und trotzdem ist, finde ich, eine moderne Interpretation des Themas Tabbert. Wie gesagt, 70 Jahre baut man bei Tabbert Wohnwagen und hier sind wir mal recht modern unterwegs und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir da jüngere, andere Menschen erreichen mit der Marke. Ihr habt eben erwähnt, dass das fahrende Volk, also die festeren Nebenschausteller, aber auch ganz viele in Frankreich, benutzen diese Fenster hier. Das sind die, ich habe schon genannt, die französischen Fenster. Die sind nämlich sehr stark von unten nach oben. Du hast eine unglaublich gute Sicht und jetzt in deutschen Modellen auf einmal siehst du diese wahnsinnige Sicht und diese maximale Tönung. Das ist also auch eine Besonderheit, die du normalerweise nur von den Frankreich-Modellen kennst. Die habt ihr jetzt hier eingesetzt, denn das schafft natürlich unglaublich viel Raum und unglaublich viel Licht, oder? Ja, ich habe natürlich Tageslicht und ich habe natürlich eine Großzügigkeit. Und wenn ich irgendwo denke, ich möchte nicht angeschaut werden, dann habe ich ja immer die Möglichkeit, mich ein bisschen diskreter zurückzuziehen. Fliegenschutzgitter gibt's, Sichtschutz gibt's. Und Privacy natürlich von unten nach oben, genau. Damit ich rausgucken kann, der andere sieht mich nicht. Der andere sieht mich nicht, genau. So, und jetzt der Tisch, das wolltest du eben machen. Ich wollte nur mal zeigen, diese Mechanik hier, die kenne ich. Und zwar vom Motorradhelm. Ja, das ist ganz einfach. Ich entriegel einmal und dann kann ich den Bügel abnehmen. Und jetzt habe ich dann So, vollwertigen Tisch. So, ich sag mal, hier kann man ja zu sechst dran essen. Ja. ein kleiner Funfact, schau mal, hier ist ein Klavierband drin, also nicht irgendwelche Scharniere, sondern auf der ganzen Breite wird dieser Tisch gehalten. Genau, das macht das Ganze natürlich stabil, weil man muss natürlich überlegen, wenn das Fahrzeug on the road ist, dann arbeitet natürlich durch die Straße auch ein bisschen der Aufbau und das ist natürlich eine Stabilität, die du sonst bei zwei kleinen Plastikscharnieren überhaupt nicht leisten kannst. Wenn du mal gerade da sitzen bleibst, ich habe den Vorteil, der Pressesprecher von Knaus Tabbert ist 1,90 Meter groß, ja, hat lange Beine, du bist ein Beinriese, so kann man sagen, ein Armriese, alles ist an dir lang und da kann man sehr schön sehen, was man hier für ein Platzgefühl hat und dass auch größere Menschen unglaublich viel Platz haben. Wir sind auf dem kleinsten, einer der kleinsten Wohnwagen, die ihr überhaupt habt von außen. Also das ist der kleinste von der Baureihe Pep Pantiga, der 390 WD. Es gibt noch zwei weitere, der 550E, der hat Einzelbetten und es gibt einen 550K, der hat Kinderbetten, Stockbetten, serienmäßig. So, ich habe eine große Bitte, wenn du
mal gerade das Schrankbett nicht hochklappst, sondern wir werden den Spannungsbogen noch ein bisschen halten. Okay. Werden mal zeigen, was bei Wohnwagen üblich ist. Das sind große Kleiderschränke. Spätestens jetzt werden Wohnmobilfahrer ganz neidisch. Das ist auf jeden Fall mal ein Kleiderschrank, wo auch 2 Leute gut ihre Sachen unterbringen. Und es geht ja noch weiter. Wir haben ja hier unten auch noch jede Menge Stauraum. Und die Knöpfe zum Beispiel, die sind neu. Die haben ähnliche Verriegelung, wie man es kennt, aber sind, finde ich, viel ergonomischer. Die Schublade Soft Close, wie es so schön heißt. Ohne dass da was drin war, hat sie funktioniert. Weil ich habe viele, die funktionieren nur dann, wenn die ganz voll sind. Wenn eine Masse drin ist, Wenn eine Masse drin ist. So, jetzt haben wir hier natürlich das Badezimmer. Und auch hier gibt es immer die Möglichkeit, Toilette, Waschbecken, auf Wunsch auch eine Toilette, eine Dusche. Hier sieht man jetzt auch noch, das finde ich sehr schön, diesen Lattenrost aus Holz, damit ich den auch unter Tag, wenn ich nicht dusche, ganz angenehm betreten kann. Finde ich eine sehr schöne Option. Und das ist geräumig. Da ist ein Fenster drin. Da Ist da noch Platz hinter dem Spiegel? Ist da noch Stauraum? Jetzt mal gucken. Push. Ja, haben wir es. Ah ja, okay. Ist gut, dass du mich gefragt hast. Jetzt habe ich es gelernt. Ja, die Leute, die wollen ja mal alles wissen. Das Besondere hierbei ist, ihr habt in den Wohnwagen üblicherweise den Boiler und die Heizung getrennt. Hier ist es nicht so. Ihr habt eine Kombi-Heizung eingebaut von Truma. Ist das, ich sag mal, in den Pantigas überall, glaube ich, ja, ist Kombi. Das ist ein Standardbauteil, das eben einfach das erfüllt, was der Camper haben möchte. Er braucht warmes Wasser, er braucht eine Heizung, gerade im Übergang. Und insofern ist das ein bewährtes Modul, das wir da verbauen. So, jetzt wollen wir dann doch mal... Möchtest du es sehen? Ja, ja. Soll ich dir wirklich zeigen? Ja, darfst du. Gerne. Aber seid gefasst, denn eine Frage wurde gestellt von einem Zuschauer, die werde ich aber gleich erst stellen, wenn du es gemacht hast. Und da kannst du mir vielleicht dann auch eine Antwort geben. Ja. Die wird simpel sein. Es hält. So, relativ schlicht. Ich habe hier einen Warte, sehr schönen ich komme mal dahin. Griff. So, das könnte auch die Heckklappe sein von einem Tabat. Das sind so die kleinen Details, ne, wo man es sieht. Da ist ganz, ganz viel Liebe verwendet worden. Ein kleines Tabat-Wappen noch im Griff. Jetzt entriegel ich diesen Knopf. Soll ich es noch spannender machen? Echt? Ich halte das jetzt mal so fest, weil schau mal hier. Ja, da ist Hier ein... ist auch noch Kleiderschrank. Auf beiden Seiten. Ja, auf beiden Seiten. Ja, Also nur praktisch weil du ja Ablagen liebst, ein zeige ich Queensbett. dir das jetzt noch schnell. So, bevor auf beiden ich dann Seiten. jetzt wirklich das Bett rauslasse. So, Tade. Und jetzt geht das ganz, ganz einfach. Ist das schwer, das Bett, wenn es fällt? Nicht, nein, wir haben da relativ starke Liftomaten, also diese Dämpfer drin. Und der Vorteil ist ja, jetzt hier für die Messe ist natürlich kein Bettzeug drauf. Aber das Bettzeug kann natürlich draufbleiben, weil die Riemen das halten. Das heißt, innerhalb von 2 Sekunden kann ich ich sitze beim Rotwein, Zähne putzen, ab ins Bett. So, die Frage war, was ist mit dem Bettzeug, die Staunässe vom Bettzeug? Und da hast du eine ganz einfache Antwort, alles ist hinterlüftet. Genau, alles ist hinterlüftet, sämtliche Schränke sind hinterlüftet. Das ist bei Knaus Tabbert Standard, das ist, gehört einfach dazu. Genau, das können wir gleich übrigens sehen, weil da gibt es einen Spalt oben am Bett. Dann kommt Luft von der Truma, wird durchgeblasen und es wird sogar das Bettzeug noch getrocknet, ist noch fast noch besser. So, hier siehst du diese grifflose Schrankoptik und das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist ja schon ein Quantensprung. Ihr bietet die klassischen Grundrisse natürlich und Farben noch an, weil das hier ist ja quasi schon für Leute, die diese weiße Optik nicht mögen, die noch mehr Holz mögen, ist es ja nichts. Aber ehrlich, ganz viele Leute kommen hier rein. Ich habe das beobachtet bei dem Pep Pantiga und sind total geflasht. Also wie schön das geworden ist, die Symbiose aus Holz, dem Stoff, den dunklen Farben. Weil auch da muss man ja aufpassen. Hier ist der Kühlschrank übrigens drin, dass man den mal sieht. Da kann man auch ganz schnell den Raum kaputt machen von der Größe her. Ja klar, ich meine Farbgestaltung, Materialien, Texturen, Oberflächen sind natürlich ganz, ganz entscheidend für den Gesamteindruck. Und wenn da etwas nicht zusammenpasst, dann nimmt das der Kunde auch unterbewusst wahr. Ja, also insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass du ein stimmiges Interieur, wo die Oberflächen, die Materialien, die Farben zueinander passen. Oder aber du eben auch ganz bewusst, hier sieht man es ja auch ganz schön, ne? Eine relativ dunkle Arbeitsfläche, hier nochmal kontrastierend
in Holzoptik und dann das weiße Kunststoff. Aber da denken Designer relativ lange drüber nach, bis sie das so in dieser Kombination abstimmen. So, ist also nicht damit getan, in irgendwelche Hotels nach Korea zu fahren, die zu fotografieren mit dem Wow-Effekt. Da bist du nur 2 Tage. Genau. Sondern hier, das muss ja länger funktionieren. Soft Close, bitte nochmal zeigen hier. Selbstverständlich. Einmal kurz hier ziehen. Da haben wir jetzt die Besteckschublade und jetzt schiebe ich das einfach zu und siehe da, es verriegelt und geht zu. Es schließt sich sogar selber, hast du gesehen? Genau. Das klappt normal nie in den Videos. Und auch hier wieder kleines Aperçu, das Tabat-Wappen in jedem Griff. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Das ist nämlich, wir haben geschlafen, wir stehen auf, wir möchten frühstücken und du sagst, das geht sehr leicht hoch. Zeig mal bitte. Mit einer Hand. Mit einem Finger fast, oder? Das heißt, das ist genau austariert, korrekt? Das war's. Genau, das war's. Da haben die Kollegen sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, dass das so komfortabel wie möglich geht. Das heißt, die Dämpfer, die Druckluftdämpfer, die da dahinter montiert sind, die unterstützen die Klappfunktion und dass es leicht und einfach zu bedienen geht. Und der Witz ist, ich kann das Fahrzeug mit hochgeklapptem Bett bewegen, aber auch mit runtergeklapptem Bett. In beiden Stellungen lässt es sich arretieren und absichern, sodass also nichts passiert. Das Bett kann oben sein oder unten sein. So, und das ist ein ganz interessanter Effekt. Mach mal schnell wieder auf, dass die Leute rein können, denn das Fahrzeug ist ja für die Kunden da. Trotzdem müssen wir es ja zeigen für viele andere, die vielleicht gar nicht zur Messe können. Das ist ein stark umlagertes Fahrzeug hier, oder? Das ist Wahnsinn hier. Ihr habt Leute da, die die Funktion erklären bei erklärungsbedürftigen Produkten. Weil hier wäre es so, die Leute würden reingehen, das Ding wäre zu, die würden sagen, das Ding hat ja kein Bett. So, ehrlich, also wenn man es nicht weiß, dann kommt man nicht drauf vielleicht. Genau, das ist muss schon einmal erklärt werden. Das ist schon so der Gewusst-wie-Punkt an dem Fahrzeug. Macht ihn aber eben auch einzigartig. Und für mich persönlich eben ist wichtig, dass das Raumgefühl wirklich nach einem viel größeren Caravan aussieht, als er wirklich ist. 6,22 Meter ist er kurz. Das ist ja ein Fahrzeug, das kann ich auch mit einem VW Golf ziehen. So, das ist wichtig. Anhängelasten, Zuggewichte, das wird immer komplexer. Deswegen ein leichtes Fahrzeug und euer großes Ziel ist das Thema gaslos. Da seid ihr schwer dran am Arbeiten. Auch da aus der Gruppe ist noch einiges zu erwarten. Ja, Pantiga, es gibt ganz viele Grundrisse, 3 Stück, 3 Hauptgrundrisse. Die haben wir bereits schon gefilmt, aber der kleine, da muss man sagen, da bleiben die Leute stehen, das ist eine Knutschkugel, aber reduziert vom Design her, also manchmal ist weniger mehr, oder? Ja, also hier hat man auch wirklich, man sieht es ja schon, auch an dem Außendekor sehr reduziert gearbeitet, weniger ist mehr oder einfach weniger ist besser. Vielen Dank, wir sind heute am 21. Januar 2023 am Stand von Tabat. Knaus Tabat, Simone ist da. Du hast was zu essen bekommen bei Knaus? Ja, habe ich. War super lecker. Was gab's denn? Reis mit so Hackfleisch, nee, Hackfleisch war es nicht, aber so mit so Fleischbällchen. Das war gut oder war das irgendwie aus der Tüte aufgerissen? Nee, das war gut, ja. Das ist auch ganz wichtig, denn hier trifft sich die Welt und wenn du hier in die Halle mal reinblickst, alles ist perfekt organisiert. Die Agentur, die das gemacht hat, großes Lob, darf man die erwähnen oder ist es... Wir arbeiten mit festen Partnern seit Jahren zusammen, die uns da immer wieder unterstützen und helfen. Und klar, wir haben hier die größte Halle, wir sind der größte Aussteller, aber wir haben eben auch die meiste Entspannung, weil wir sehr viel Raum haben und Platz haben und die Menschen das haben wir eben erlebt. Die Fahrzeuge anschauen können. Wir sind hier in die Halle rein, du weißt selber, wir sollten schnell von A nach B kommen. Du bist nicht durchgekommen. Guck dir mal die Gangbreite hier an. Alle Fahrzeuge sind so breit, dass Leute Fotos machen können von den Fahrzeugen. Und man hat Sitzmöglichkeiten zwischendrin. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht in allen Hallen, dass man sich auch mal kurz setzen kann, ausruhen kann. So, wir haben uns verabredet, denn wir werden jetzt ein Fahrzeug zeigen, das wird dir die Sprache verschlagen. Es ist das größte Modell aus der Tabat-Serie. Das Flaggschiff schlechthin, sorgt bei uns immer wieder für Millionenaufrufe und es ist ein Wohnwagen mit einem Slide-Out und das ist wirklich atemberaubend und da haben wir den absoluten Spezialisten dafür, denn nur ganz wenige Hersteller bauen das in Serie in Deutschland, in Amerika natürlich ganz, ganz stark. Ich glaube, ihr seid der Einzige. Ich schüttel jetzt mal heftig den Kopf, Sven, weil im Wohnwagenbau in Europa macht das keiner. Das sind wir die Einzigen. So, vielen Dank als Großserienhersteller. Vielen Dank fürs Einschalten. Pantiga von Tabat.
Tabbert zusammen mit Stefan, dem Pressechef von Knaus Tabbert, kann man so sagen, oder? Stefan Diehl, das reicht. Tschüss, danke.